In meiner Reihe Kartenfalltechniken kurz und knackig zeige ich dir heute die Double Slider Card. Nicht diese mit diesem Motiv, aber genau mit dieser Mechanik. Ich zeige dir eine Osterkarte mit dem Set Ostergrüße. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Kartenfalltechniken kurz und knackig. Heute die Double Slider Card. Ja, was brauchst du? Du brauchst ein Stück Farbkarton in den Maßen 14 x 29,7 cm. Ich habe hier Safrangelb genommen. Eine Mattung in 13,5 x 9 cm. Dann ein Stück weißen Farbkarton in 8,5 x 13 cm. Zwei Stück Farbkarton in den Maßen 13,5 x 8,5 cm und zwei Stück weißen Farbkarton in den Maßen 8,5 x 13 cm. Ich habe das schon vorbereitet, es soll ja kurz und knackig sein, aber nicht hektisch. Okay, du siehst also, das ist der Farbkarton, der etwas länger ist. Du könntest es auch mittig aufsetzen oder mit einer Mattung reihum machen. Ich habe es aber so in diesen Maßen. Ja, jetzt nehmen wir unser großes Stück Farbkarton und falten an folgenden Stellen. Ich sage mal noch kurz, was du noch brauchst. Bling-Bling-Kram für ringsrum und hast du nicht gesehen. Ich würde immer mit doppelseitigem Abreißklebeband kleben und du brauchst ein Stück Folie von einer Prospekthülle. Das soll ruhig auch, also stabil, aber sehr beweglich sein. Und ich habe mir da einen Streifen runtergeschnitten, etwa 4 x 30 cm. Ich persönlich mache das mit der Schere und mit Augenmaß. Papierschneider funktioniert nicht, kann ich dir gleich sagen. Du könntest es aber zwischen zwei Pappen legen und dann durch den Papierschneider, vielleicht am besten mit einem Hebelschneider, das müsste gehen. Okay, für die Falzlinien ziehe ich hier mal das Beinchen raus. Ich brauche eine Falzlinie bei 9,3 cm. Eine Falzlinie bei 18,8 cm. Heute wirklich mit kleinen Millimeterchen arbeiten. Und eine Falzlinie bei 28,3 cm. So, die haben wir schon mal angelegt. Papierschneider kann weg und wir falzen einmal, zweimal und hier die Klebefläche rein. Jetzt muss ich das gleich mal merken und du siehst immer, was hier rumliegt. Klebe ich hier mal mein doppelseitiges Abreißklebeband schon mal drauf. Zwei Streifen knapp nebeneinander, dann steht da innen auch nicht ab. Genau. Habe ich. Und sollen wir einmal gucken, wie rum wir das dann zusammenklöppeln. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde hier drauf meine Vorderseite setzen, also setze ich hier auch schon meine Mattung drauf. Das war das Stück in den Maßen 13,5 x 9 cm. Ja, warum alles ein bisschen kleiner als eine normale Karte? Also normal wieder in Anführungsstrichen, damit wir aus einem A4-Blatt immerhin eine Karte bekommen. Und wir brauchen ja 3 Felder und eine Klebelinie. So, das ist hier drauf geklebt. Vorderseite werde ich also nachher dann da so ineinander zusammenkleben. Okay. Und hier hinten gegenüber, das letzte Feld, da habe ich auf der einen Seite schon mal was ausgeklingt. So, jetzt habe ich eine Stanze genommen. Sorry, die gibt es nicht mehr. Klassisches Etikett. Ich klinge das mal aus und dann erzähle ich dir, wie du das machst, wenn du die Stanze nicht hast. Das muss mittig in das Feld rein. Wenn du die Stanze nicht hast, dann nimmst du dein Lineal und misst bei diesem Feld, das ist das Feld 9,3 x 14 cm. Links und rechts, etwa bei 2 cm, machst du dir eine Markierung und schneidest von da nach innen schräg, etwa 5 mm ein und schneidest dann dieses Stück hier raus. Also du klingst einfach ein Feld raus. Und das brauchen wir wofür? Das brauchen wir für unseren bombastisch tollen Streifen, den wir hier haben. So. Mal genug erklärt. Jetzt erzählen wir, das ist die Vorderseite. Der Klebefläche ist unten. Nachher wird es so zusammengeklebt und das ist innen die Mechanik. Okay, also die Mechanik. Gut. Jetzt nehmen wir unseren Streifen Folie
und legen den mal locker hier rein und schauen mal, wie der passt. Ich habe ihn also etwa 30 cm zugeschnitten und kürze jetzt, dass er genau hier reinpasst und lege mir die Nahtfläche schon mal auf die linke Seite gedacht. Das wird nachher unser Motiv vorne. Okay. So, jetzt nehme ich mein doppelseitiges Abreißklebeband. So rum liegt es, ja, also der Streifen geht hier unten einmal drum. Auf der linken Seite hier ist das Ende. Da setze ich schon mal auf diese Seite doppelseitigen Abreißklebestreifen drauf. Ziehe den Streifen rum. Hier drüben werde ich es zusammenkleben. Ich kürze mir es noch ein Stück, dass es etwa 1,5 bis 2 cm übereinander laufen wird. Und auf diese Innenseite klebe ich ebenfalls doppelseitig Klebestreifen. So, was ist ganz wichtig, dass der nicht übersteht und da unten festklebt. Und jetzt kleben wir die beiden Elemente, also diese Seite, da ist sie rumgeschlungen, und diese Seite einfach aneinander, aufeinander, besser. Und zwar etwas locker. Da könnte noch so ein 2-3 mm Spiel sein. Etwas locker. Ich zeige das mal hoch. So klebt das. Nicht schön, aber selten. Dann rakel ich das ein bisschen, dass das wirklich echt stabil ist. Und schiebe mir den nach links. Meine Naht sitzt hier. Die darf da nicht drüber laufen, über die Kurve. Das ist wichtig. Und ich gucke mal, ob der läuft. Der läuft gut. Du siehst ja an den Klebestreifen, wie er da so hin und her läuft. Okay. Gut. Mal auch. Das hier hin. Und jetzt haben wir das Element, was hinten rauskommt. Hier vorne, das Deckblatt. Hinten raus geht es nach links. So mache ich das zumindest. Und vorne raus, das geht nach rechts. Okay. Wunderbar. Jetzt setze ich mir Klebestreifen. Hier passe ich das an. Hier drüben sitzt es also bündig. Ich habe noch eine Sache. Moment, ich hole mal noch eine Stanze. Auch das kannst du natürlich wieder anders machen, aber ich mache das so, dass ich mir hier noch, ich habe das bei den anderen zum Beispiel nicht gemacht, warte, ich überlege, mache ich es oder mache ich es nicht? Ich habe das hier nicht. Ich mache es nicht, weil ich nehme ja das Bändchen. Brauche ich nicht. Ansonsten könntest du dir hier noch einen Halbkreis ausstanzen, dass du es einfach schneller siehst, wo du ziehen kannst. Aber ich habe das Bändchen hier, also ziehe ich dann am Bändchen. Braucht man keinen Halbkreis. Ist das Leben nicht schön? Wir brauchen es nicht. Okay, also geht es hier weiter. Hierher wird es aufgeklappt. Das heißt, hier drüben packe ich mir jetzt meinen nächsten doppelseitigen Abreißklebestreifen drauf. Nämlich genau auf dieses Feld. Alles bündig legen. Und dann ziehe ich die Folie ab. Nehme meine Karte, die nach rechts rauslaufen wird, und werde sie oben auf mittig in das mittlere Feld ausmitteln. Gucken, dass alles schön gerade liegt. Hier andrücken und jetzt vor allem hier hinten andrücken. Der Klebestreifen. Und dann schauen wir mal. Ja, das läuft schon mal ganz gut. Jetzt schiebe ich es zurück, dass es genau hier drüben wieder anlandet. Gerade liegt. Und jetzt machen wir die ganze Sache innen. Haben wir ja gesagt, das eine nach links und das andere nach rechts. Okay. Das mittig legen, umklappen. Hier drüben jetzt unseren doppelseitigen Klebestreifen setzen. Ziehen. Andrücken gut. Ziehen. Und nochmal prüfen, dass es wirklich genau gegensitzt. Mittig. So legen wir es hin. Gerade. Gerade wird es laufen. Umklappen. Und jetzt kommt diese Seite in dieser Richtung wieder hier drüben angepasst. Mittig. Hier drauf geklebt. Angedrückt. Wunderbar. Machen wir einen kleinen Test. Machen wir. Wir tun so, als wäre es schon zu. Ich schiebe das mal hier unten zwischen. Hier kommt nachher unser Bändchen und schau mal, das läuft. Es slidert. Ist das nicht schön? Genau, wenn das so funktioniert, dann freuen wir uns. Und gucken nochmal, alles geklebt, alles festgedrückt. Ziehen jetzt hier unseren Klebestreifen ab und müssen die Schiene hier zwischenfassen. Also wir kleben hier unten drauf. Okay, also umklappen und das jetzt hier reinschieben und schauen, dass es gerade wird und das ganze Päckchen zukleben. Ziehen wir das wunderbar raus und jetzt müssen wir nur noch außen gestalten. Ja, alles andere ist ja jetzt das Feintuning, aber machen wir noch schnell
Kleines Stück, wir haben ja gut vorbereitet, hoffen wir. Warum sollte das heute anders sein? Okay, er klebt nicht schön, das macht aber nichts. Wir tricksen jetzt ein bisschen, damit es trotzdem überall gut klebt. Ziehe ich mir mal jetzt hier den doppelseitigen noch zwischen. Man weiß ja eh, dass das mein Lieblingskleber ist. So. Und dann kleben wir das Ganze hier vorne auf. Dekoration, wie gesagt, jeder so wie er mag. Ich habe mir überlegt, mit den Blending-Pinseln könnte ich hier noch wunderbar, hätte ich natürlich auch schon wieder vorher machen können, noch ein bisschen Grün unten ansetzen, dass das Häschen da nicht so in der Luft steht. Und auch die Cookies hier drüben, ganz klein bisschen Grün, klar, warum nicht. Gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen Frühlingsfrische. Genau. Und das Häschen setzen wir drauf. Gestaltung. Hast du ja wieder Möglichkeiten ohne Ende. Ich wollte für kurz und knackig jetzt hier mal passend zum Jahresthema, aktuell so ein bisschen Zeit vor Ostern, mal einen schnellen Ostergruß machen. Aber das ist also, wie gesagt, alles so, wie du das am besten ausgestalten möchtest. Das ist richtig. Ich habe die auch schon ganz oft gemacht. Ich habe die auch zwischendurch mal gemacht, aber die sind natürlich alle immer gleich weg. So, haben wir da die Schleife und hier drüben ziehen wir uns noch schnell mit der Häkelnadel die kleine Schlinge durch. Gucken, dass wir nicht zu weit ziehen. Eins lassen wir, eins halten wir. Ziehen durch, legen es glatt. Holen uns noch ein kleines Bändchen. In dem Fall gehe ich dann doch wieder auf weiß. Das schlinge ich hier drüben noch drum. Mache ich gleich. Ja, vielleicht kommen noch ein paar Grasbüschel drauf, weiß ich noch nicht. Und dann habe ich hier hinten mal schnell noch so ein bisschen Bling Bling gegriffen, aber das ist mir schon wieder viel zu krachig. Ich suche nachher anderes Bling Bling. Okay, das war die Double Slider Card in kurz und knackig. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir gern einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner weiteren Ideen. Und falls du die ganze Karte nochmal ausführlich mit einem anderen Motiv sehen möchtest, schreib mir das einfach. Ich schaue, was möglich ist. Hier geht es weiter mit ganz vielen anderen Anleitungen, Ideen, Tipps. Schau auch unbedingt mal in meine Reihe mit dem Kolorieren, 5 Minuten Kolorieren oder 5 Minuten Stempeln. Ja, schau einfach, lass dich überraschen, was ich sonst noch für dich habe. Also bleib gern dran. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.